Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Magix M2 Pro Miner, und ich möchte euch heute aus meinem Rechner begrüßen. Es geht um Bitcoin Mining mit dem Magix M2 Pro Miner. Da gibt es jetzt eine offizielle Stellungnahme, dass dies jetzt bald sein möglich wird. Und zwar, hier steht es ja auch auf der Homepage, Magix Coming Soon Bitcoin, und soon wird auch bald sein. Wenn wir auf Twitter gehen, dann sehen wir auch die erfolgreiche Nachricht, die hier rausgetwittert haben. The world's first low power Bitcoin miner is here, Magix. Das heißt, es ist ein offizielles Statement, und zwar, dass es mit dem Miner Bitcoins abzubauen gehen wird. Wenn wir jetzt hier auf Discover DKP 3 draufgehen, landen wir bei Medium, und hier sehen wir es auch nochmal, das ist die offizielle Stellungnahme. Der weltweit erste Low Power Bitcoin Miner ist da. Ja? Das heißt, er wird für Magix M2 Pro zugänglich sein. Hier steht es nochmal beschrieben, dass es vorher Eintrittsbarrieren gab aufgrund zu hoher Leistung und damit Kosten, die fürs Bitcoin-Mine zuständig waren, dass es da halt ineffizient war. Und dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an. Ja? Mit dem M2 Pro Miner, der hier 3 Watt Leistung fürs Mining aufnimmt, ist das Ganze wirklich kostendeckend und für jeden, der so einen M2 Pro Miner hat, auch zugänglich und dadurch auch keine hohen Stromkosten hat. So zumindest hier die offizielle Bekanntgabe von MXC. So, was ist das Kaiser-Projekt? Kaiser-Projekt 3. Wir hatten ja schon Kaiser-Projekt 1 und 2. Das waren die Testphasen. Da wurden ja extra Magix M2 Pro Miner dafür ausgewählt, um einer Testphase daran teilzunehmen, die wohl auch erfolgreich verlaufen ist. Sonst gibt es jetzt kein Projekt 3. So, und hier haben wir das offizielle auch nochmal Datum. Die MXC Foundation freut sich bekannt zu geben, dass am 30. November Bitcoin Mining mit geringem Stromverbrauch für die gesamte M2 Pro Mining Community verfügbar sein wird. Ja, das heißt, jeder, der einen Magix M2 Pro Miner besitzt, kann daran teilnehmen und halt mit sehr geringen Stromkosten Bitcoins abbauen. Ja. Dies ist möglich, weil praktisch dieser M2 Pro Miner ein Netzwerk bildet, wo halt die ganzen anderen M2 Pro Miner mit angeschlossen sind, und dadurch wird halt einfach über das Netzwerk der Bitcoin gemeint. Man kann das Ganze hier noch dann natürlich auch in der Data Ash kontrollieren, einsehen, wie das dann voranschreitet. Und dann kann man auch natürlich dann auch die Rewards wahrscheinlich auch sehen. Hier steht nochmal eben kurz beschrieben, was ist das POP-Mining-Modell. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Proof of Participation ist ein Mining-Modell, das auf den Prinzipien des Netzwerkbeteiligung basiert. Das heißt, alle M2 Pro Miner sind in einem Netzwerk und minen den Bitcoin. Und so, dann können wir hier unten noch einmal lesen, wer kann an dem DKP 3 teilnehmen, also an dem Kaiser-Projekt, so nennen die das hier offiziell. Natürlich alle M2 Pro Miner, die in dieses Netzwerk mit eingebunden sind, was die ja automatisch sind. Und zwar gibt es ja auch dann nochmal die Mindestvoraussetzungen. Besitze mindestens einen M2 Pro Miner, dann muss man mindestens 90% Gesundheit im Miner haben. Also der Gesundheitspunkte
Zustand. Und man sollte mindestens 6000 MXC Tokens haben und die dann auch sperren lassen. Ja, das heißt, man hat dann keinen Zugriff auf diese 6000. Wenn man jetzt minimal damit reingeht, hat man keinen Zugriff darauf für 90 Tage. Die sind dann erstmal gesperrt. Hier geht es nochmal in dem Text darum, dass erst 95% an Gesundheitspunkten eigentlich eingeplant waren, dass man die mindestens haben hätte müssen, aber die sind dann auf 90% heruntergegangen. Ja. So, und dann steht hier im Weiteren, dass bei dem Kaiser-Projekt Teil 3 insgesamt 90 Tage eine Sperre draufgelegt wird. In dieser Zeit haben wir keinen Zugriff auf unsere gemeinten MXC-Coins, da die halt für das Bitcoin-Mining benötigt werden. Da dieser Bitcoin-Mining-Prozess 90 Tage lang dauert, bleiben die für uns unzugänglich. Erst nach den 90 Tagen bekommen wir sie wieder. Genauso ist es, wenn man aus diesem Bitcoin-Mining-Prozess aussteigt. Dann kriegen wir die Tokens auch erst wirklich nach 90 Tagen zurück und können dann wieder damit machen, was wir wollen. Aber vorerst bleiben die MXC-Coins gesperrt. Man kann auch später dazu stoßen natürlich, nicht direkt am 30. November, sondern auch später, das im Mai Anfang, aber es wird immer eine 90-Tage-Sperre geben, wer sich daran beteiligen möchte. Ja, wenn ihr noch keinen M2 Pro Miner besitzt, dann solltet ihr jetzt euch einen bestellen, damit ihr auch am Bitcoin Mining teilnehmen könnt. Das ist ja das Geniale an diesem Miner, dass man halt Multitoken minen kann, also mehrere Token, nicht nur ein, sondern mehrere. Und es gibt noch weitere Projekte, die mit in diesem Jahr wahrscheinlich noch zum Ende des Jahres noch dazukommen und natürlich im nächsten Jahr. Ja, wenn euch der MXC M2 Pro Miner auch interessiert und ihr auch passives Einkommen erwirtschaften wollt von zu Hause mit ganz wenig Stromverbrauch am Bitcoin Mining teilnehmen möchtet, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit mit einem Link in meiner Videobeschreibung euch den zu bestellen. Da spart ihr nochmal 50 € auf eure Bestellung automatisch, wenn ihr den Link anklickt und dann darüber bestellt. Ansonsten war es das erstmal zu dem Update. Bleibt gesund und verfolgt meinen Kanal, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.